Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute hatte ich mir mal gedacht, möchte ich euch mal ganz alte Dungeon Fights zeigen, die ich mir noch gespeichert hatte in meinem Postfach. Ja, und die wurden mit ins neue Postfach natürlich mit übernommen. Und da wollte ich mal auf jeden Fall heute mit euch mal zusammen durchgucken, was ich mir da noch so gespeichert habe. Ich habe da schon mal einen groben Überblick nochmal so, ja, nochmal drüber geguckt, sag ich mal. Und da sind teilweise Kämpfe dabei, die sind schon irgendwann von 2019. Ne? Also sind jetzt noch nicht so alt, aber ich habe auch relativ spät angefangen, muss ich sagen, mir Kämpfe zu speichern. Das hätte ich mal viel früher machen sollen. Und, nice, Alter. Wir haben hier sogar heute einen Glückstag hier am Start. Ja, und das ist natürlich eine Sache, ja, hätte ich damals schon irgendwie, keine Ahnung, 2014, 15, ich weiß noch gar nicht, ob es da eine Speicherfunktion gab überhaupt, ich weiß gar nicht, wann die eingefügt worden ist, aber hätte ich da schon angefangen, das wäre natürlich nochmal deutlich interessanter gewesen als jetzt, ne? Wie gesagt, ich hatte damit angefangen, als ich hier auf meinem Main den Wirbelwind besiegt habe. Der 1000. Gegner im Wirbelwind, das war der Tag, an dem ich anfing, mir Dungeon-Kämpfe zu speichern und ja, ab dem eigentlich relativ, also ich habe mir halt immer nur die besonderen Kämpfe gespeichert, so, ne, jetzt nicht die Sachen, wo man, ja, keine Ahnung, die man jetzt irgendwie jeden Tag oder so bestreitet, ne, das nicht, aber, ja, die für mich halt einen persönlichen Wert haben, sag ich mal, ne. Gut, warte mal, wir machen erstmal Glücksrad, wir drehen erstmal hier überall durch, wir machen erstmal kurz den Daily Stuff, bevor wir hier zum Hauptthema kommen gleich. Ne? Und dann gucken wir nochmal ganz kurz in die Arena, ne? In die Ehrenhalle, wie es da aussieht. Wieder Anzeigefehler hier. Guck mal, hier sind wir schon bald auf 1,1 Millionen Ehre. Das ist natürlich sehr cool. Ne? Mal gucken, ob wir da den Sir Webster nochmal einen rein runterprügeln können. Mein Gold will gerade nicht weggehen. Wäre schön, wenn es unendlich wäre. Ist aber leider nicht der Fall. Ja, machen wir einfach mal einen Free-Try gegen ihn hier. Mal schauen, wie es da aussieht. Ne? Crit schon mal. 2 Crits, das ist sehr gut. Er crittet aber auch. Jetzt hätte ich critten müssen. Gut, jetzt hat er zweimal gecrittet. Okay, gut. Der ging an ihn. Und ja, soweit haben wir erstmal alles durch hier. Dann wollen wir mal kurz den Würfelspieler nochmal. Und was haben wir hier? Dreimal Gegenstand beim Schmied zerlegen. Das machen wir auch mal ganz kurz. Ne, warte mal, hier nehmen wir erstmal das Gold an. So. Ja, also ich bin gespannt. Übelst alte Dungeon-Kämpfe. Ja, die einen persönlichen Wert für mich haben so. Oder was ja, ganz krasse Meilensteine waren. Die hatte ich mir gespeichert und da gucken wir mal rein. Habe ich mir schon Ewigkeiten nicht mehr angeguckt, aus nostalgischen Gründen. Wir schwelgen ja öfter mal so in der Vergangenheit, ne? Da kann man das ja auch schon mal ab und zu mal machen. So, ich gucke mal kurz ein paar Gegenstände, die sich lohnen, hier vielleicht zu zerlegen. Die vielleicht ganz gut Kristalle geben. Das können wir nur noch gleich in die Toilette werfen. Gegenstand zerlegen, so, zack. Dann machen wir nochmal den hier, bam. Und ja, nehmen wir mal so einen Schuh hier. Ja, das kriegen wir hin. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. So, gucken wir mal rein. Wir fangen natürlich von unten an. Ne, wie gesagt, es sind wirklich nicht viele. Hier mit dem Wirbelwind habe ich den allerersten gespeichert und danach kamen dann auch schon ziemlich schnell die YouTuber dran, ne? Und besondere Kämpfe habe ich mir auch gespeichert, wo, keine Ahnung, meine Kunigunde, wir gucken uns das einfach mal an. Und hier habe ich sogar noch mein altes Charakterbild, ja, wer kann sich daran noch erinnern? Das schreibt mal bitte in die Kommentare. Wer war damals schon vor 2 Jahren am Start, wo ich noch mein altes Charakterbildchen hatte, hier als Paul Terra in Dungeon eingefügt worden ist, das waren auch alles sehr krasse Zeiten gewesen. Mann, ey, das ist schon... Ja, schon eine Zeit her, aber war eine coole Zeit gewesen auf jeden Fall. Ja, mein altes Charakterbildchen, da hatte ich noch kein Profilbild gehabt. Und ja, da würde ich mal gerne wissen, wer von euch da seit dieser Zeit hier schon am Start gewesen ist. Das schreibt mal gerne in die Kommentare, das würde mich mal gerne interessieren. Ne? Guck mal, vom Level her war ich da auch gar nicht mal so bad, sag ich mal. Ne? 473. Und jetzt irgendwie, warte mal, wann war das? 2019?
Ja, und jetzt 2 Jahre später, da bin ich gerade mal ja, knappe 100 Level weiter, nach 2 Jahren. Ne? Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie lange das noch dauern wird, jetzt noch auf die 600 zu kommen. Vor allen Dingen jetzt wird es immer schwieriger, auf Stufe 600 auch noch zu kommen, weil ich ja noch exzessiv dazu auf Gold gehe. Damals, als ich dieses Level hatte hier, da bin ich ja noch auf Erfahrung gegangen, auf pure Erfahrung. Das sieht man auch an meinen Stats. Alter, meine Stats. Damals, warte mal, da muss ich mal kurz nochmal gucken. Hier, das ist ja nochmal 3 Monate vorher. Alter, das sind echt verdammt alte Kämpfe. Hier, 61.000 Intelligenz und 32.000 Ausdauer. Ja, mit der Stufe hier. Also, heutzutage werden die Leute den Wirbelwind, den tausendsten Gegner hier wahrscheinlich mit Stufe 400, 420, 430 oder sowas legen. Ja, vielleicht sogar noch eher, keine Ahnung. Und das kommt natürlich daher, weil die Leute natürlich deutlich besser gespielt haben. Natürlich auch deutlich mehr Features zur Verfügung stehen. Andere Edelsteine stehen zur Verfügung. Es stehen Runen zur Verfügung, Schadensrunen, ja. Gladiator, weiß ich nicht, ob es den damals schon gab oder nicht. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ja, ich glaube, den gab es schon damals. Und das sind natürlich alles Sachen, die spielen auch so mit da rein, ne? Dass man die Gegner immer früher besiegen kann, als ich mit meiner Stufe damals. Und ich bin halt pur auf Erfahrung gegangen zu dem Zeitpunkt. Ja, jetzt springen wir hier von dem 18.06. zum 5.09.2019. Und wir haben jetzt, das sind wieder 3 Monate Unterschied, von 73 auf, gucken wir uns gleich mal an, ne, auf, ja, mal schauen. Bin mal gespannt, was ich da für ein Level hatte. Ja. Ja, das ist cool zu sehen auf jeden Fall. Aber was war denn da los gewesen? Ich weiß gar nicht, warum ich mir den Fight überhaupt noch gespeichert habe hier. Aber wir gucken gleich mal rein. Vielleicht hat die Kunigunde auch hier allein geregelt. Das sieht mir sehr danach aus. Ah, ne, der kriegt es nochmal auf den Latz. 73 auf 81. Ja, in 3 Monaten. Ja, schon ganz schön. 77k an Intelligenz haben wir hier mittlerweile. Ist auch sehr interessant, muss ich mal dazu sagen, zu sehen, wie wie sich so anhand der Monate die Stats verändern, das Level verändern und ja, auch das Aussehen verändert. Ne? Denn ich glaube, schon ab dem Gegner oder ab dem Gegner habe ich nachher schon mein Charakterbildchen. Ne? So, jetzt nochmal 2 Monate draufgepackt. Sind wir jetzt hier bei Unge in der Schattenwelt, also der YouTuber-Dungeon hat mich hier lange begleitet. Leider fehlt hier dazwischen der gute Spieletrend, den gibt es bei mir nur im Video zu sehen. Den habe ich mir leider nicht speichern können, weil ich den Kampf, glaube ich, übersprungen habe oder irgendwie ein Fehler gewesen ist und der nicht gespeichert worden ist. Also es gibt das Video noch auf YouTube von mir, wo ich gegen Spieletrend im YouTuber-Dungeon kämpfe und daraus habe ich ja auch ein sehr, sehr langes Projekt gemacht, so dieses Only Damage Projekt, ne, weil ja die YouTuber-Gegner hauptsächlich einen selbst one-hitten, habe ich mir damals versucht, ein Damage-Equipment zuzulegen, das heißt eine Waffe im Zauberladen zu blättern, die nur Schaden hat. Oh, hier perfektes Beispiel. Die nur Schaden hat, also Intelligenz, nur Intelligenz und auch dazu noch eine krasse Spanne. Also wieder 2 Faktoren, die man erfüllen muss. Dieser wäre jetzt hier schon, das wäre schon eine coole Waffe, aber die Spanne wäre halt scheiße. Deswegen, ne, musste halt das Perfekte sein. Das habe ich versucht für mich, für Bertram, für Marquardt und für Kunigunde zu finden. Also 4-mal Schadenswaffe. Dann habe ich die Sachen auch 4-mal gesockelt und 4-mal habe ich dort in die Waffe einen Intelligenzstein reingepackt. Ne, oder besser gesagt, ich habe einen Intelligenzstein für Marquardt und mich, einen Stärkestein für Bertram und für Kunigunde einen Geschickstein. Dann musst du natürlich, wenn du so eine perfekte Waffe hier hast, ne, mit perfekter Spanne und perfekter, also halt auch Intelligenz, also One-Attribut, musst du die auch immer in die Toilette werfen und hoffen, dass auch exakt dieselbe oder die Waffe rauskommt, die du halt haben möchtest. Also du musst erstmal Glück haben für die Spanne, du musst Glück haben, dass es ein Einer-Attribut ist. Da musst du Glück haben, dass, wenn du die Waffe ins Klo wirfst, dass es die richtige Waffe für den richtigen Begleiter ist und nicht dieselbe, die du schon hast. Und dadurch, dass du die auch in die Toilette wirfst, ändert sich auch das Attribut da drauf. Das heißt, wenn ich jetzt hier Intelligenz habe, die in die Toilette werfe und ich hoffe für Kunigunde Geschick,
ne? Dann könnte es auch sein, dass es vielleicht eine Kunigunde-Waffe wird mit Stärke drauf oder so, ne? Oder ja, keine Ahnung. Und das war halt ein übelster Krampf gewesen, dieses Damage-Equipment zu beschaffen. Und daraus habe ich auch eine komplette Videoreihe gemacht, ne? Dann auch noch die richtigen Steine zu finden. Und das habe ich dann mal, wie gesagt, alles auf YouTube dokumentiert, und Spieletrend war halt da hauptsächlich eben der Endboss zu dem Zeitpunkt gewesen. So, hier seht ihr auch noch, deswegen habe ich hier auch, hat mein Bertram hier so eine komische Waffe, hat mein Marquardt hier so eine, also es sind alles keine Epic-Waffen, ne? Hier Kunigunde hat so einen Bogen halt, ne? Das sind alles keine epischen Waffen, legendäre Waffen gab es damals noch nicht, weil das halt alles, ja, keine Ahnung, jedes Stückchen Leben, was auf der Waffe ist, ne? Hier, oder Glück, das sind halt, Sachen, die in dem YouTuber-Dungeon halt eben nicht mit reinzählen oder nicht wichtig sind, weil du one-shotted wirst, und deswegen musstest du dir so ein Equipment damals beschaffen. Wer da Lust hat, kann sich gerne die komplette Reihe dazu mal noch gerne auf meinen YouTube-Kanal geben. Das waren sehr interessante Videos. Hier der Endboss vom YouTuber-Dungeon. Hier habe ich jetzt auch schon mein Profilbild, ne, und bin auch schon deutlich fortgeschritten, was hier mein Level angeht, weil der Dungeon kam, oder die Erweiterung kam natürlich deutlich später. Die Stats sehen schon einigermaßen vernünftig aus, sag ich mal, weil ich dort schon auf Gold geswitcht habe. Aber wir haben hier auch einen Unterschied von einem Jahr. Von fast exakt einem Jahr. Ein Monat Unterschied ist hier zwischen vergangen, ne? Aber ansonsten ist hier ein Jahr Unterschied, ne? Hier noch mit dem alten Profilbild 488 mit den Werten und dann ein Jahr später. Also ist wirklich sehr interessant, das Ganze mal so zu sehen. Hier auch interessant, jeder wird hier gewone-shottet. Dann one-shotte ich einmal, ne? Ja, und hier das gleiche halt mit, dem Level-Fortschritt jetzt und den Stats, ne? Also da hat sich in dem einen Jahr schon einiges getan, ne? Ja, hier der Skate als Berserker hier in dem Dungeon. Ja, und da hatte ich nicht mal so eine Damage-Waffe gehabt, weil ich glaube, ich hatte den YouTuber-Dungeon dann schon so versucht durchzukriegen, ohne mir extra ein Damage-Equipment zu besorgen, weil es wirklich ein sehr krasser Krampf gewesen ist, sich damals das zu beschaffen. Ich feiere das gerade, muss ich wirklich sagen, ich feiere das sehr, jetzt hier durch die Vergangenheit mal wieder zu stöbern und mal zu gucken, was man so in der Zeit geschafft hat, wie so die Fortschritte von einem selbst sind. Oh, komm! Oh, das gibt's nicht. Das war aber ein sehr lower Crit gewesen. Also den hätte ich eigentlich jetzt besiegen müssen. Ja, gucken wir mal weiter. Der Nekromant. Da haben wir dann schon den YouTuber-Dungeon nachher besiegt gehabt. Und wir mussten uns nicht mehr irgendwie Sorgen machen um Damage-Equipment oder nicht. Ne? Und haben halt versucht, die Begleiter jetzt so gut es geht halt auszurüsten. Ne? Wie gesagt, damals noch ohne legendäre Steine oder Gegenstände oder was weiß ich. Ne, da habe ich noch wirklich ziemlich viel Wert darauf gelegt, dass meine Begleiter auch sehr hoch kommen im Level. Oder nicht im Level, sondern vom Equipment her. Weil ich ja noch einiges an Dungeon-Gegnern offen hatte. Und ich noch einiges besiegen musste, vor mir hatte. Und deswegen habe ich da noch Wert auf meine Begleiter gelegt. Habe die teilweise, keine Ahnung. Also mein Marquardt habe ich ja wirklich alles gegeben, was ich hatte. Ne, weil ich konnte halt die Items direkt übertragen. Mit Verbesserungen, die ich hatte, die teilweise plus 9 waren und so, ne? Hier, die Verbesserungen sind teilweise mir jetzt noch zu hoch. Diese plus 6 Verbesserungen, plus 5, das sind Sachen, die sind mir alle noch zu viel, muss ich tatsächlich gestehen. Da kann man noch viel mehr Kristalle für meinen Main rausholen. Wie gesagt, jetzt so, ich finde es interessant, wie sich das Blatt so wendet, ne? Okay, das war fast in denselben Zeitraum, das war 9 Tage später gewesen, also hat sich jetzt nicht viel getan von den Stats her. Und ich finde es krass, wie das Blatt sich wendet. Damals habe ich noch sehr viel darauf gelegt, dass ich meine Begleiter krass verbessere. Heute bin ich drauf und dran, meine Begleiter komplett zu entrüsten, auszuziehen, damit ich hier alles Mögliche an Kristallen für mich selbst beschaffe. Aber ich sag mal so, die ganzen Kristalle und die ganzen Werte von den Epics, die sind ja nicht weggeschmissen. Das ist ja quasi wie so ein Lager, wie so ein Tresor in der Bank oder so, ne, wo man sich noch gerne dran bedienen kann, wenn man möchte, wenn Not am Mann ist oder so, ne.
Und dann kann man sich hier halt noch ein paar Kristalle abzwacken, wenn es denn nötig ist. Weil das Ding ist nämlich, warum spiele ich mit den Gedanken, meine Begleiter zu entrüsten, komplett nackig zu machen. Einfach um mein Main komplett maximal auszustatten mit allem, was es geht. Und ich habe halt echt momentan wirklich keine Chance hier großartig gegen Ares. Und das wird sich erstmal die nächsten Monate, wenn nicht sogar bis zum Ende des Jahres, wenn nicht sogar noch drüber hinaus, wird sich das nicht ändern. Das heißt, mir bringen die Items auf meinen Begleitern halt überhaupt gar nichts. Ne? Und deswegen, ja, ist es halt eben, ja, dann könnte man quasi die Items nehmen, die Kristalle davon, alles auf sein Main projizieren und hätte halt sogar noch Item-Slots zusätzlich für die Hexe. Ne? Also wie ihr es am Anfang des Videos gesehen habt, die Hexe, da dann halt ein paar Sachen zusätzlich noch bunkern, ne, damit man noch ein bisschen mehr Gold auf lange Sicht gesehen generiert. Ne? Und jetzt machen wir erstmal weiter. Vom 29.12.2020 auf den 12.01.21. Also auch nicht so, so ein großer Zeitunterschied. Jetzt sind wir hier schon im Olymp angelangt, bei der Athene. Ne? Das sind natürlich jetzt schon die Gegner, wo man langsam wirklich dran zu knabbern hat. Und das sind die nachher im Late Game einen richtig auf den Sack gehen werden. Das Ding ist aber, was ich nochmal dazu sagen wollte, zum Thema Begleiter entrüsten. Ich werde mich da noch gegen entscheiden, weil wie gesagt, erstmal hat man die Items, man kann sie jederzeit entrüsten, so, ne? Was aber mal das Wichtigere ist, es könnte passieren, dass jederzeit wieder ein neuer Dungeon rauskommt. Und dann möchte ich natürlich einer der Ersten sein, der euch denn den neuen Content komplett von vorne bis hinten zeigt. So, ne? Ich habe mittlerweile einen Char, wo ich behaupten kann, ich könnte durch jeden neuen Dungeon, der durchkommt, der rauskommt, durchrushen. Ne? Wenn er einigermaßen Mid-Game ist, so teilweise auch Late-Game-Dungeons, jetzt nicht so wie er, aber im Olymp habe ich ja die auch easy geschafft, so, ne? Und das möchte ich euch natürlich auch auf YouTube hier gleich zeigen, von vorne bis Ende, alles in einem Video, ne? Und das habe ich ja bisher immer gemacht, das kann ich aber nicht, wenn meine Begleiter da nicht mitspielen, ne? Und ich sag mal so, die sind ja trotzdem sehr gut ausgerüstet, nur halt eben nicht mehr so krass verbessert. Ich könnte jederzeit, wenn der nächste legendäre Dungeon rauskommt, könnte ich natürlich jederzeit meine Begleiter komplett legendär ausrüsten, so, ne? Wenn ich ein paar Mal durchrushe. Aber da bin ich mir auch unsicher, ob ich das überhaupt möchte. So, ja, jetzt sind wir schon bei Herkules. Den Herkules, der ist ja nicht ganz so lange her, der Kampf, ne? Da wird sich bestimmt noch der ein oder andere dran erinnern. Und nochmal interessant zu sehen, warte, starten nochmal den Kampf von vorne. Vielleicht nochmal der Unterschied. Von Athene zu Herkules habe ich so 3 Monate gebraucht, ne? Und jetzt wird sich das Ganze nochmal vervierfachen oder so. So, den Bertram überskippen wir mal, da ist jetzt nicht so viel zu sehen. Ne? Hier sieht man jetzt auch mittlerweile, haben meine Begleiter auch schon legendäre Items angezogen. Also das ist, wie gesagt, ja, Herkules, ne? Den habe ich ja, das war ja jetzt der letzte Gegner gewesen, ist nicht so lange her, werden sich bestimmt noch viele dran erinnern. Aber was mich wirklich mehr interessiert, ist tatsächlich, wie viele Leute sich noch an die Zeit erinnern, wo ich noch kein Profilbild hatte. Für mich kommt es tatsächlich noch nicht so lange vor. Also es ist jetzt so 2 Jahre her, dass ich mein Profilbild bekommen habe, ne? Und das halt, wie gesagt, nochmal an der Stelle nochmal vielen lieben Dank an Terra. Ohne Terra hätte ich wahrscheinlich heute noch kein Profilbild, weil ja, die Leute von Playa, die gehen halt selbst auf so eine YouTuber wie mich, gehen die halt jetzt nicht zu. Da musst du halt entweder gesponsert sein oder irgendwie, keine Ahnung, irgendein Guide für einen größeren YouTuber sein, dann kriegst du als Belohnung so ein Profilbild oder du bist halt, ne, kommst halt selbst auf die Firma zu und hast halt, keine Ahnung, 100.000 Abonnenten oder so, dann wirst du bestimmt auch ein Profilbild bekommen. Aber auf die kleinen Shakes and Fidget YouTuber, da wird Playa nicht auf mich zukommen. Guckt euch mal alleine Spieletrend an, wie lange der darauf gewartet hat und der hatte keine Ahnung wie viele Videos gemacht und war auch sehr, sehr groß gewesen zu dem damaligen Zeitpunkt und selbst er hat erst jetzt wirklich sehr, sehr spät ein Profilbild bekommen, als das halt mit Unge ins Rollen kam denn so, ne, und das ist halt jetzt auch schon wieder, glaube ich, ja, müsste jetzt auch so in den Zeitraum 2 Jahre oder ein bisschen mehr gewesen sein, ne, und das ist halt so, ne,
die Sache. Ich hätte wahrscheinlich heute, also bis zum heutigen Zeitpunkt, immer noch kein Profilbild, wenn Terra nicht da gewesen wäre und der da sich ein bisschen für eingesetzt hat, ne, dass ich da auch ein Profilbild bekomme, weil ich mir das anscheinend wohl verdient habe. Ne? Und jetzt habe ich es schon 2 Jahre und deswegen wollte ich gerne mal wissen, wer von euch, wie gesagt, schon seit 2 Jahren hier mit dabei ist, mich schon begleitet, weil das ist echt eine lange Zeit und vor allen Dingen auch sehr viele Videos in der Zeit, die ihr dann auch durchstehen musstet, ne, anscheinend. Und wie gesagt, für mich kamen die 2 Jahre echt, sind die wie im Fluge vergangen. Für mich kam es nicht so vor, dass das jetzt schon 2 Jahre her ist, aber ist es tatsächlich schon und man muss der Realität nun mal ins Auge schauen. Gut, ja, wir sind jetzt hier beim Ares. Das ist ja nun mal der Gegner, an den ich jetzt aktuell hänge. Hier nochmal mein bester Try gegen Ares und ich fand das Video eigentlich sehr nice, muss ich sagen. Ich hoffe, euch hat das Ganze auch gefallen. Ist mal wieder ein bisschen was anderes. Ich fand es aber sehr interessant, tatsächlich mal zu gucken, wie sich so die Legacy so ein bisschen aufgebaut hat, also in den letzten 2 Jahren. Wäre cooler gewesen, hätte ich noch Kämpfe gehabt, die noch älter sind, aber ich habe halt erst ab dem Wirbelwind damit angefangen. Und aber in der Zeit hat man schon gesehen, wo ich noch auf Erfahrung gespielt habe, so eine übelst krassen oder übelst schlechten Stats gehabt habe für mein Level und wie das Ganze jetzt mittlerweile aussieht und wie viel schneller das jetzt auch in Zukunft gehen wird, weil umso höher du im Level kommst, umso mehr Gold bekommst du. Ich bin immer noch fleißig dabei, meine Goldgrube auszubauen, dass ich da immer noch mehr bekomme und bin ich mal gespannt. Hier nochmal der Vergleich. Jetzt Stufe 564 mit 168.000 Intelligenz, 122.000 Ausdauer und der Kampf, wo wir gestartet haben, 464. Ne? Also es sind jetzt fast exakt 100 Level her seit dem Wirbelwindsturm und ich habe meine Stats nicht nur verdoppelt, sondern auch verdreifacht, würde ich mal sagen. Ja, fast verdreifacht, ne? Und also was Intelligenz und so angeht. Ausdauer 32k, da sind wir jetzt auch deutlich drüber. Ne? Da sieht es sogar noch besser aus. Und ich bin gespannt, wie gesagt, wo die Reise noch hingehen wird. Jetzt halt nicht mehr so extrem auf Erfahrung, sondern mehr auf Stats, ne? Und das sieht man halt, macht sich halt deutlich bemerkbar, sag ich mal so, ne? Und ja, sehr krass zu sehen nochmal, wie das Ganze so aussieht von den Stats her und vom Level. Und wir haben es jetzt hier, den 31.03.2019 und ich habe seitdem her 100 Level gemacht bis zum heutigen Tage. Heute ist der 15.06., wo ich das Ganze aufnehme, abends. Und so sieht das Ganze aus, 100 Level später. Ne? Und ja, um das Ganze mal so ein bisschen zu vergleichen. Gut, das soll es soweit gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu. Da würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.